Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen, was der Tag so an Infos bringt. Oh, der gewundene Pfad, die Überwindung mit dem Pegasus. Also es scheint mir so, dass wir hier tatsächlich einen Weg für etwas finden, das sich sehr, so wie die Schlange, ne, so ihre Windungen hat, wo man vielleicht auch schon öfters mal in die falsche Richtung oder in verstrickte Wege gekommen ist, dass wir da jetzt irgendwie einen Weg finden, in einer natürlichen Gangart weiterzugehen. Und es ist wirklich sehr schön, denn hier haben wir mit dem Pegasus, dass wir eben diese gewundenen Wege oder das, was auch so ein bisschen entmutigt, dass man denkt, man kommt nicht weiter, man kennt den Weg nicht, man hat die Orientierung für irgendwas verloren. Und dass man das jetzt einfach überwindet und dass wir hier die Kontrolle auch ein bisschen abgeben sollen, nicht verkrampft drüber nachdenken, wie ich mich denn noch weiter in dieses Labyrinth reinbeame, sondern es geht jetzt darum, wie überwinde ich das. Und da ist es sehr wichtig, dass man auch mal abgibt, dass man nicht alles kontrollieren kann und dass man auch nicht alle Antworten weiß. Ja, das sind noch viele Unklarheiten. Man spürt einfach, dass man nicht weiterkommt. Man hat schon alles Mögliche probiert und trotz allem haben wir hier mit dem Pegasus, dass wir vielleicht gelassener, die sitzt hier ganz gelassen auf dem Einhorn, ne? Quatsch, auf dem Pegasus und lässt sich davontragen, ne? Es geht darum, wieder in den Fluss zu kommen. Mit dem Baum geht es auch darum, sich wieder zu wurzeln, sich zu stabilisieren, einen Weg zu finden, wie etwas anstatt Stagnation wieder Wachstum mit sich bringt. Es kann auch sein, dass es etwas ist, was schon lange nicht klar ist oder wo sich noch schon lange nichts getan hat und die Antwort auf die Frage für deinen Weg noch nicht gefunden wurde. Ja, haben wir das Weiterkommen tatsächlich auf deiner Lebensreise und zwar mit Sicherheit und Erfolg. Die Überwindung, die hier angesprochen wird, die ist hier sichtbar. Etwas, was nicht klar ist, wendet sich etwas zu. Das finde ich jetzt auch sehr speziell. Wir haben hier den Flow und hier das Schiff. Das heißt natürlich auch mit dem Strom schwimmen, nicht dagegen gehen, einen natürlichen Fluss des Lebens genießen. Und es ist eben nicht immer alles so klar, wo die Reise hingeht. Und dieses auszuhalten, um das geht es. Ne? Dass man da ein bisschen Gedanken abgibt über einen Weg, der sich vielleicht nachher ganz anders zeigt. Ja, ein Thema, mit dem man vielleicht schon länger eine Bürde verspürt, eine Last trägt oder wo man es auch als Kreuz empfindet, immer wieder in der Irre rumgeführt zu werden. Aber wenn das Schicksal kommt, dann hat es auch immer ein paar gute Karten für dich dabei. Und du darfst dir hier sehr treu bleiben, ja. Es kann ja auch sein, dass du speziell hier Menschen, es sind so Schicksalspartner aus deiner Umgebung, ja, dass die dich irgendwie mit weiterbringen. Die haben einen zündenden Funken, irgendeinen Gedanken mit an Bord, der dich hier wieder auf Fahrt bringt, in die Klarheit und in das Wissen, das du benötigst, um dass du hier, ja, ich kann es jetzt nur mal nicht anders sagen, wir haben hier das Wort Flow, das benutze ich sehr gerne, weil es einfach so ist, wenn du dich sträubst, bist du nicht im Flow, wenn du etwas nicht akzeptierst, bist du nicht im Flow, dann stellst du dich dagegen und da, wo Widerstand ist, wird es eben schwierig, noch zu erkennen oder
andere Wege zu finden, wenn man schon alles durchdacht hat. Und denkt hier ist dran, es geht um die Überwindung in einer Leichtigkeit. Hier unten haben wir die Blumen. Das, was du wissen musst, was nötig ist, hier deinen Weg zu wechseln, in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen, wird dir hier offenbar. Hier geht es auch wieder weiter, wo du stagniert bist oder vielleicht auch ein bisschen verzweifelt gedacht hast, dass du jetzt nicht auf die Lösung kommst, wie es denn funktionieren kann. Und die Lösung liegt hier, indem dass du das Gedankenkino abstellst, weil die Lösung wo ganz anders herkommt als vermutet. Guck mal. Seelenwünsche erfüllen sich mit dem Eisenkraut. Hier geht es auch darum, dass du wieder die Vision hast, dass du ja, dein Bötchen eben in Fahrt setzt. Wo möchte deine Seele zunächst hin? Was möchtest du erleben? Was soll sich für dich auftun? Wie könnte das aussehen? Ups. Und unten haben wir noch mit der Brennnessel und das ist sehr, sehr speziell und auch ähnlich. Die Kümmernisse fliegen davon und hier wird man davon getragen vom Pegasus. Ne? Irgendwas löst sich auf, man kommt wieder in den natürlichen Fluss des Lebens rein. Etwas Belastendes, das haben wir hier definitiv mit dem Kreuz, befreit sich und die Energie kann wieder frei fließen. Auch hier haben wir wieder das Wort fließen mit drin. Da kommt schon ein Engel. Ja, du bist von der göttlichen Kraft beschützt und in Sicherheit. Und dir kann hier nichts passieren. Bei deinem ganzen Gedankenkino hier die Kontrolle für über was du nicht, sowieso nicht in der Hand hast abzugeben. Da brauchst du dich nicht davor grämen, denn der Weg ist so, dass du in Sicherheit bist und dass das eine weitere Lektion ist. Wir haben hier die Blumen. Irgendwas beendet sich hier für dich auch auf deiner Reise der Stagnation und kommt in eine neue Phase, in der du einfach für dich sagen kannst, das habe ich jetzt überwunden. Es geht weiter. Ein bisschen hier geht es darum, mit neuer Lebensenergie aufgetankt weiterzufahren, Ballast abzuwerfen und wieder mehr in die emotionale Fülle reinzugehen. Und das scheint mir hier liegt kein Thema dabei. Ne? Wir haben hier nicht die Geldkarte, wir haben hier nicht die Arbeit, sondern das ist so ein, auch keine Beziehungssachen, sondern das ist so ein Gefühl, das man mit sich selber hat, mit seinem eigenen Dasein, wo man so denkt, pff, wo fährt denn mein Bötchen noch hin? Warum geht nichts weiter? Ich weiß nicht, in welche Richtung. Und da kommt jetzt eine Energie, die dich überwinden lässt, diesen Zustand, wo du auch sagst, ich kann es nicht selber kontrollieren, also kann ich es auch abgeben, mir passiert hier nichts, ich bin geschützt. Sehr speziell schon wieder für heute. Wir lassen das jetzt auch mal so stehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.